Die Bundesliga ist zurück. Ab jetzt gibt es vor jedem Spieltag wieder ein Kicktipp-Video für die Neuen unter euch. Preisgeld am Ende der Saison 50 € für den Gewinner. Labern wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Starten wir rein mit dem Auftaktspiel. Freitagabend, endlich wieder Flutlicht und dann direkt das Duell, in dem der FC Bayern in der letzten Saison beide großen Titel klargemacht hat. Und die Bayern, die wirken schon wieder ganz gut auf Temperatur. Beim 2:1 im Supercup gegen Dortmund stand zur Pause 11:1 bei den Torschüssen, 69% Ballbesitz. Der VfB Stuttgart hat aber ebenfalls ein richtig gutes Ausrufezeichen gesetzt. Neuzugang Dženan Pejčinović, der eventuell auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein wird unter Jürgen Klopp, traf beim 4:0 im DFB-Pokal bei Hansa Rostock gleich dreimal. Das ist nämlich genau die Art Stürmer, mit dem man eventuell einen Favoriten mit wenigen Chancen ärgern kann. Einen Spieler, der nicht viele Chancen braucht, um dann auch ein Tor zu erzielen. Die Serie ist trotzdem ziemlich brutal. Die Bayern haben nämlich die letzten 6 Duelle gewonnen und seit der Gründung der Bundesliga 88 Pflichtspielsiege gegen den VfB, so viele wie kein anderer Gegner gegen einen einzelnen Gegner. Ich traue dem VfB hier zwar zumindest mal ein Tor zu, aber ich glaube nicht, dass sie im Auftaktspiel irgendwie einen Punkt mitnehmen. Von daher mein Tipp, die Bayern gewinnen zu Hause gegen Stuttgart zum Auftakt mit 3:1. Ein besseres Drehbuch hätte sich Bundesliga-Neuling Elversberg kaum wünschen können. Heimspiel zur Bundesliga-Premiere und dann auch noch gegen Bayer Leverkusen. Die spannendste Geschichte hierbei trägt nämlich Francis Onyeka. Der erst 19-Jährige ist nämlich ein Leverkusener Eigengewächs, steht dort noch bis 2032 unter Vertrag und wurde für diese Saison nach Elversberg verliehen. Beim 3:1 im DFB-Pokal in Duisburg kam er von der Bank, entschied das Spiel mit 2 Toren in der 88. Minute und in der Nachspielzeit. Und jetzt kann er ausgerechnet seinem Stammverein natürlich wehtun. Leverkusen auf der anderen Seite gewann sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Carles Martinez mit 4:0 in Wiesbaden. Das Ergebnis hier war aber klarer als der Spielverlauf, denn Bayer brauchte fast eine ganze Halbzeit, um die kompakte Defensive hier zu knacken. Und Vorsicht, die Elversberger haben Leverkusen im Pokal auch schon mal rausgehauen, nämlich mit einem 4:3. Ich glaube, die Anfangsphase wird sehr emotional. Ich glaube, Elversberg wird die Euphorie mitnehmen, aber ich glaube, am Ende setzt sich hier die größere Qualität durch. Von daher also Leverkusen, mein Tipp, 2:1 Sieg zum Auftakt in Elversberg. 2 gute Nachrichten gibt's für den 1. FC Köln. Nummer 1, Said El Mala läuft von nun ab mit der Rücknummer 10 von Lukas Podolski auf und wird den Kölnern also noch mindestens eine Saison lang erhalten bleiben. Die zweite ist, dass diese Mannschaft auch Rückstände drehen kann, denn im DFB-Pokal gegen Würzburg brauchten sie zwar ziemlich lange dafür, nach der Pause dann wirkt es weitestgehend ideenlos über weite Strecken, ehe dann Isaac Johannesson mit einem Doppelpack noch das 2:1 schoss nach Rückstand. Die Kölner retten sich also dort in die nächste Runde. Die Hoffenheimer hingegen, die hinterließen beim 4:0 bei Erzgebirge Aue einen deutlich reiferen Eindruck, gerade Neuzugang Patrick Wimmer, der zweimal traf und jetzt aufgepasst, der erst 17 Jahre alte Nathan de Cat, Neuzugang, bereitete bereits bei seinem Pflichtspieldebüt die Führung vor. Und ich denke, gerade dieses Tempo im Umschalten, da könnten die Kölner defensiv große Probleme bekommen. Ganz so eindeutig ist es aber trotzdem nicht, denn in der vergangenen Saison blieben die Kölner in beiden Duellen ungeschlagen mit Hoffenheim. Auswärts 1:0 gewonnen, zu Hause 2:2. Ich denke, mit dem Publikum im Rücken werden die Kölner ein bisschen aggressiver auftreten von Anfang an als im DFB-Pokal. Hoffenheim sich trotzdem aber spielerisch ein kleines bisschen weiter stand jetzt und von daher auch hier ein ganz knapper Tipp, 2:1 Sieg Hoffenheim beim 1. FC Köln. Die große Frage vor dem Spiel meines Vereins bei Union Berlin lautet, was ist dieses 11:0 im Pokal gegen den FC Tönnes, Oberligist aus Nordrhein-Westfalen, denn überhaupt wert? Denn es war zwar die höchste Halbzeitführung der DFB-Pokalgeschichte, aber eine Woche vorher hat die Eintracht in Brentford bei der Generalprobe mit 7:0 ganz schön auf den Sack bekommen. Also wie gesagt, größer könnte der Kontrast dort kaum sein. Der Kader ist auch noch nicht ganz rund und da fehlt es hier und da noch an Neuverpflichtungen. Ich bin gespannt, ob bis zum Deadline denn noch überhaupt was passiert. Gefühlt wird da nichts mehr passieren, aber ich hoffe und ich glaube, die Vereinsverantwortlichen wissen auch, dass da noch einiges passieren muss. Die Unioner, die hatten beim 4:2 in Braunschweig ebenfalls große Arbeit zu leisten. Sie lagen zweimal zurück, glichen zweimal nach einer Ecke aus und gewannen dann am Ende durch einen Doppelpack von Joker Marin Ljubicic. Standards und Mentalität funktionieren aber unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli. Formation ein bisschen umgestellt, 4-2-2, also 4-2-2-2.
soll nun also dort die Formation sein. Die Defensive ist noch nicht ganz so stabil, aber jetzt kommt halt die Zahl, die mich so ein bisschen davon abhält, noch die Eintracht auf Sieg zu tippen, denn die Unioner sind seit 5 Spielen ungeschlagen gegen die Eintracht. 2 Siege, 3 Unentschieden und an der alten Försterei, ihr wisst wie es ist, Zweikampf betont, sehr eng, sehr körperlich betontes Spiel, würde ich mal, auch wenn es mein Verein ist, ein vorsichtiges 1:1 tippen, auch mit der Hinsicht, dass die Eintracht noch ein bisschen was tun muss im Kader. Vielleicht ist zumindest mein Innenverteidiger ein neuer Keeper da zum Spiel, aber wir werden sehen, wir werden uns wie immer überraschen lassen. Die Mainzer, die zu Hause Aufsteiger Paderborn empfangen, die haben die Generalprobe gegen Bournemouth vor dem Pokalspiel gut bestritten, 2:1 gewonnen, 9:0 dann gegen Krieschow gewonnen, das kleinste Dorf, was jemals im DFB-Pokal teilgenommen hat. Kurze Info am Rande. 4 Tore von Philipp Tietz, natürlich, wie gesagt, ein Oberligist, aber du musst auch erstmal 9 Tore schießen. Von daher sehr konsequent vor dem Tor. Die Paderborner kommen als Aufsteiger, aber keineswegs ohne Argumente. Denn die Generalprobe gewann der SCP gleich in 2 kompletten Testspielen gegen den 1. FC Köln mit 3:2 und mit 4:3. Im Pokal folgte dann bei Phoenix Lübeck ein knappes 4:2. Offensiv sah das schon sehr ordentlich aus. Defensiv ließ aber Paderborn beim Regionalligisten zu viele Möglichkeiten zu. Trainer Ralf Kettemann sprach nämlich anschließend selbst von zu vielen verlorenen Zweikämpfen und zu vielen Abschlüssen des Gegners. Das muss der SCP natürlich in den Griff kriegen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer in dieser Saison in der Bundesliga zu bestehen. Die Bundesliga-Historie spricht auch für Mainz. 4 Duelle, 3 Mainzer Sieger, 1 Unentschieden. Die Paderborner werden mutig mitspielen, denke ich, wahrscheinlich auch treffen. Aber die Mainzer wirken momentan ein bisschen gefestigter, wirken ja einfach ein bisschen kompletter. Und von daher auch dort mein Tipp, ganz knapp 2:1 Sieg für Mainz zu Hause gegen Paderborn. Leipzig gegen Gladbach, das könnte das stärkste 15:30 Uhr Spiel sein, denn beide kommen mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen und auch mit sehr viel Rückenwind. Nkunku ist zurück bei RB Leipzig, also auch da ist die Bundesliga dann um eine Attraktion reicher. Die Leipziger gewannen beim Pflichtspieldebüt von Martin Demichelis 6:0 in Trier, ziemlich souverän. Und alle 6 Treffer von unterschiedlichen Spielern. Die Gladbacher blieben sogar in allen 7 Vorbereitungsspielen siegreich, legten den Pokal dann mit einem 5:0 gegen den TSV Schott Mainz nach. Das besonders Spannende dabei ist das Wiedersehen mit Rocco Reitz, denn der Mittelfeldspieler, der schon mit 7 Jahren zu Gladbach kam, absolvierte 88 Spiele für die Borussia, trägt aber jetzt das Leipziger Trikot. Das heißt, er spielt gleich am ersten Spieltag gegen seinen Jugendclub. Ich glaube, das wird ein nicht ganz so schöner Empfang für ihn werden, auch wenn Leipzig zu Hause spielt. Bei Gladbach ist zurzeit Hugo Bolin der Spieler der Stunde. Der Schwede war in der Vorbereitung schon sehr auffällig, sammelte im Pokal 2 Tore und 1 Vorlage. Trotzdem liegen aber die Leipziger in diesem Duell historisch besser. 11 Siege in 20 Bundesligaspielen, die Gladbacher gewannen nur 4-mal. Von daher erwarte ich auch, dass die Leipziger zu Hause das machen, wollen auch wieder oben mitspielen, wollen um die Champions League mit angreifen. Also mein Tipp auch ganz knapp, Leipzig 2:1 Sieg zu Hause gegen Gladbach. Das erste Topspiel der Saison um 18:30 Uhr bringt direkt 2 Traditionsvereine zusammen. Borussia Dortmund empfängt zu Hause den Hamburger Sportverein. Die Dortmunder haben den Supercup zwar mit 1:2 gegen die Bayern verloren, aber das Ergebnis erzählt dabei nur die halbe Geschichte, denn nach einer schwachen ersten Halbzeit wurde der BVB deutlich besser und hatte spät mehrere Chancen tatsächlich auf den Ausgleich. Dazu machten 4 Neuzugänge ihr Pflichtspieldebüt. Giannis Konstantelias brachte nach nur wenigen Trainingseinheiten sofort Ideen, leitete dabei sogar den Anschlusstreffer mit ein. Und der HSV, der reist auch nicht ganz ohne Selbstvertrauen an. Die Generalprobe wurde gegen Toulouse mit 2:1 gewonnen. Im Pokal folgte dann ein 3:0 gegen Verl. Albert Grönbeck traf dabei doppelt, ehe der 16-jährige, 3 Ausrufezeichen, 16-jährige Luis Lemke zum jüngsten Torschützen der HSV-Vereinsgeschichte wurde. Der direkte Vergleich aber, der bleibt natürlich zunächst klar bei Schwarz-Gelb. Dortmund ist seit 7 Spielen ungeschlagen gegen den HSV, gewann davon 6 Begegnungen. Und im letzten Spiel drehte der BVB sogar noch ein 0:2 um in ein 3:2. Der HSV wird sicherlich seine Phasen haben, wo sie auch mitspielen, wo sie auch Chancen kreieren werden. Aber ich glaube, die Dortmunder, gerade durch die Neuzugänge in der Offensive, das ist schon ganz schön stark. Das sah teilweise richtig gut aus. Die werden sich durchsetzen. Am Ende Dortmund mit dem 3:1 Heimsieg gegen den HSV. Dann kommen wir zu den ersten Sonntagspartien. Wir starten mit Freiburg gegen Bremen, die unter der Woche noch gegen Motherwell im Rückspiel der Conference League Playoffs spielen. Ergebnis weiß ich, stand jetzt der Aufnahme nicht. Also nur noch mal im Hinterkopf, dass die Freiburger hoffentlich aus deutscher Sicht es in die Ligaphase geschafft haben. Ja, beim SC Freiburg ist diesmal nicht nur die Form sehr entscheidend, sondern auch der Kalender. Wie gerade schon gesagt,
Hinspiel gegen Motherwell 3-1 gewonnen. 3 Tage später dann mit dem 5:1 im Pokal in Düsseldorf. Dann das Rückspiel, dann bis zum Spiel gegen Bremen. Das wären dann 4 Spiele innerhalb von 11 Tagen zu Saisonbeginn. Die Freiburger können zwar rotieren, aber irgendwann wird diese Belastung halt auch spürbar, ne? Mitten in der Saison, wenn man dann so auf die Rückrunde zugeht, das werden die Freiburger dann, denke ich, auch noch zu spüren kriegen. Die Bremer haben dagegen ein großes Comeback an diesem Wochenende oder am letzten Wochenende gemacht, nämlich Niklas Füllkrug ist zurück nach 3 Jahren und traf beim 3:0 gegen den Lüneburger SK direkt per Elfmeter, nur 4 Tage nach seiner Verpflichtung, wie gesagt. Und er gibt halt den Bremern sehr viel Präsenz im Strafraum. Er kennt den Verein, er kennt das Stadion, die Fans lieben ihn. Und das kann halt auch sehr, sehr entscheidend sein bei so einem Auswärtsspiel, gerade auch in Freiburg. Der direkte Vergleich spricht aber trotzdem für den SC. Freiburg hat die letzten 4 Bundesliga-Duelle gegen Bremen gewonnen. Rückspiel gegen Motherwell, wenn das ohne Verlängerung durchgeht und ohne Ausfälle, dann sehe ich die Freiburger auch physisch gesehen ein bisschen mehr vorne, also knapp vorne. Und von daher auch da mein knapper Tipp. 2:1 ist irgendwie mein Lieblingsergebnis. Tipp für diesen ersten Spieltag. Naja, also für mich Freiburg ganz knapp vorne, 2:1 Sieg zu Hause gegen Bremen. Und zum Abschluss treffen dann 2 Teams aufeinander, bei denen noch nicht alles so ganz rund läuft. Der FC Augsburg und Gott sei Dank herzlich willkommen zurück in der Bundesliga-Traditionsverein Schalke 04. Die Augsburger haben die Generalprobe letztens mit Leeds oder gegen Leeds, bei Leeds mit 4:0 verloren. Musste auch im DFB-Pokal bei Energie Cottbus lange arbeiten, bevor sie dann noch das zweite Tor gemacht haben. Die Schalker brauchten sogar gegen den Regionalligisten aus Halle die Verlängerung. Und ja, erst dort machte dann Edin Dzeko mit dem Doppelpack mit Musa Silla und mit Junior Adamu dann noch aus einem 2:2 ein 5:2. Die Schalker Offensive, die hat nicht nur Namen, sondern auch Qualität. Aber im Spielaufbau, da ist noch sehr, sehr viel Stückwerk, muss ich sagen. Dazu gegen die beiden letzten großen Tests gegen Atalanta und dann auch gegen Real mit 0:3 verloren. Ist natürlich jetzt auch kein Gradmesser, aber die Schalker konnten mal ganz gut sehen, wo sie noch dran zu arbeiten haben. Gerade auch über 34 Bundesliga-Spieltage gesehen. Das geht auch für Paderborn, das geht auch für Elversberg. Hier punktuell, glaube ich, können die Schalker die Qualität schon zeigen und können mithalten, aber wie ist es über eine ganze Saison? Das ist für mich sehr, sehr entscheidend und mein Spieler für dieses Spiel im Fokus wird aber Michael Gregoritsch sein, um mal wieder auf die Augsburger zurückzukommen. Die haben ihn nach einer sehr starken Rückrunde verpflichtet. 35 Bundesliga-Tore für den FC Augsburg. Es fehlen nur noch 2. Es fehlen nur noch 2 Saisontore, um dann den Club-Rekordhalter Alfred Finn Bogason zu überholen oder mit ihm erstmal gleich zu ziehen. Die Schalker liegen im direkten Vergleich ein bisschen zurück. 10 Siege für den FC bei 22 Duellen. Die Augsburger wirken aber zu Hause ein bisschen gefestigter. Ist immer eklig zu bespielen, sehr zweikampfbetont, ähnlich wie Union Berlin zu Hause. Und von daher würde ich auch die Augsburger auf einen knappen Heimsieg tippen. Zu Beginn gegen Schalke 2:1. Und wir gucken mal, vielleicht können die Schalker ja irgendwie trotzdem noch einen Punkt oder sogar 3 Punkte zum Saisonstart entführen. Wir kommen natürlich noch zu den Bonustipps. Am Anfang einer jeden Saison müssen wir natürlich unsere Bonustipps hier abgeben. Das beinhaltet unter anderem, welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18. Wer wird der Verein sein, der den Spieler mit den meisten Toren stellt, also Torschützenkönig, wer wird Deutscher Meister, Herbstmeister und wo findet der erste Trainerwechsel statt? Das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen. Also, welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18? Das ist für mich, ja, wie jedes Jahr eigentlich auch klar deutlich. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, auch 2 Teams richtig, Heidenheim und St. Pauli. Wolfsburg hatte ich jetzt nicht dabei, aber die sind diese Saison nicht mehr dabei. Was ein Jammer aber auch. So, also ich würde natürlich wie viele andere auch mit dem SC Paderborn und mit der SV Elversberg gehen. Ich glaube einfach, so wie ich das gerade bei Schalke gesagt habe, ich glaube, dass die Vereine trotzdem punktuell an diversen Spieltagen gegen Gegner mithalten können. Sicherlich auch mal einem größeren Verein ein Bein stellen können. Aber wie ist es wirklich über 34 Spieltage oder sagen wir mal 36 Spiele, wenn irgendeiner von den Vereinen noch Relegation spielt? Da sehe ich doch sowohl Paderborn als auch die SV Elversberg ziemlich im Hintertreffen. Der dritte Verein, das ist wirklich ziemlich schwer. Man könnte natürlich auch Schalke nehmen, man könnte auch Werder Bremen zum Beispiel nehmen. Da ist wohl Jens Day so der Dreh- und Angelpunkt und so die Seele und das Gehirn dieser Mannschaft, gerade im Mittelfeld, wenn der jetzt noch gehen sollte. Es gibt, glaube ich, Abgangsgerüchte. Niklas Füllkrug vorne, klar, zeigt Präsenz, hat eine gewisse Qualität, aber wie gesagt, über 34 Spiele ist das wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Der HSV geht in seine zweite schwierige Saison in der Bundesliga, auch die sind, denke ich mal, ein Kandidat für Platz 16. Aber ich würde tatsächlich mal ein bisschen, ja, überraschender, würde ich mit Werder Bremen gehen. Obwohl ich es den Bremern jetzt nicht wünschen würde. Die Bremer haben sich gerade so gerettet. Ich würde das denen wirklich nicht gönnen und auch nicht wünschen, weil ich finde, Bremen, Traditionsverein,
stimmungsvolle Stadion, die gehören einfach in die Bundesliga, aber am Ende zählen halt nur mal die nackten Zahlen. Da zählt das Sportliche auf dem Platz. Ich hoffe nicht, dass die Bremer 16. werden oder irgendwie auf die Abstiegsplätze kommen. Vielleicht trifft es auch einen Verein, vielleicht auch mein Verein, der damit noch gar nicht rechnet. Der vielleicht so eine scheiß Saison spielt, die dann am Ende ganz unten stehen. Naja, also meine 3 letzten Plätze: Paderborn, Elversberg und Werder Bremen. Dann ist es hier ein bisschen unspektakulär. Ich glaube auch, dass dieses Jahr es nur über Harry Kane gehen kann. Deswegen werde ich hier den FC Bayern München machen. Genauso beim Deutschen Meister und auch beim Herbstmeister. Das machen für mich beides mal die Bayern. Ich sehe Dortmund gerade mit den Neuzugängen offensiv schon als ersten Konkurrenten. Sehe auch Leverkusen, Stuttgart und Leipzig natürlich dahinter. Aber wirklich ernsthaft den Bayern gefährlich werden, das kann nur eine Mannschaft. Und zwar der FC Bayern selber. Also wenn sich die Bayern nicht selber im Weg stehen, Saibari, guter Neuzugang, Nathaniel Brown, der kommende Linksverteidiger in der Nationalmannschaft, das steht, glaube ich, fest. Dann, wenn die sich nicht selber ein Bein stellen, dann werden es die Bayern wieder machen. Und das wahrscheinlich auch ganz klar und deutlich. Und wenn da irgendwie eine Mannschaft mithalten kann, außer wenn die Bayern sich selber ein Bein stellen kann, dann sind es wahrscheinlich die Dortmunder. Aber jetzt auch ganz interessant, wo findet denn der erste Trainerwechsel statt? Es gibt ja ein paar neue Trainer, Lustrinelli unter anderem bei Union Berlin. Ist er so ein Kandidat, dann haben wir die SV Elversberg und der SC Paderborn, wobei ich mir da nicht vorstellen kann als Aufsteiger, dass die ihren Trainer, wenn es mal nicht läuft, entlassen. Ich würde tatsächlich mit Union Berlin gehen. Lustrinelli, das kann gut gehen, hat das System umgestellt, 4-2-2-2, ja, also weg von der Fünferkette. Da soll jetzt auch das System ein bisschen umgestellt werden. Ansonsten, wenn ich jetzt hier spontan durchgehe, glaube ich nicht, dass hier irgendein Trainer bei Schalke, Muslic wird auch nicht so schnell entlassen, wenn es mal bei Schalke nicht läuft. Die wissen das, glaube ich, ganz gut einzuschätzen. Hoffenheim, das war ja letzte Saison kurz davor, dass die ihren Trainer entlassen. Da könnte ich mir auch vorstellen mit der Doppel-Dreifach-Belastung, wenn es dann irgendwann mal nicht läuft, dass die Hoffenheimer drüber nachdenken. Aber ich würde tatsächlich mit Union Berlin gehen. Also nicht, dass ich jetzt was gegen Union Berlin hätte, aber ich muss ja irgendeinen Verein auswählen. Ich kann das ja nicht leer stehen lassen. Also von daher, Lustrinelli ist mein Trainer. Ja, wir speichern mal kurz die Tipps. Wir gucken, lasst euch nicht erschrecken, die Tipps trage ich gleich noch ein. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich das vergesse. Wir gucken einfach trotzdem noch mal kurz auf die Tippübersicht. Wer ist denn so auch diese Saison mit dabei? Man kennt Leozino, Jasmine Punk ist auch wieder mit dabei. Klar, Kirito ist auch mit dabei. Grammel war auch letzte Saison mit dabei. Und viele, viele Leute, die wahrscheinlich letztes Jahr, guck mal, hier, Peter Maffay macht auch mit. Ja, wenn es mit der Musikkarriere nichts mehr wird, dann macht er bei meiner Kicktipp-Karriere mit. Wir haben Hegebusch wieder mit dabei. Mörle war, glaube ich, auch mit dabei. Also, viele Leute mit dabei. Hier auf der zweiten Seite geht es noch weiter. Würde ich sagen, genau. Also, es freut mich, dass viele, viele Leute sich hier angemeldet haben. Und ich hoffe, es wird eine richtig spannende Saison, wie die letzten Jahre auch. Wie gesagt, der Sieger kriegt am Ende 50 € Preisgeld. Und jetzt verabschiede ich mich von euch für das erste Video. Nächste Woche geht es dann weiter mit Spieltag Nummer 2 und so geht es immer weiter und immer weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wie ich das Ganze hier grafisch aufgezogen habe. Lasst gerne mal ein paar Kommentare da. Daumen nach oben. Kostenloses Abo. Jetzt habe ich alles. Wünsche euch ein schönes erstes Bundesliga-Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.